Danke. Wir sind in der Provinzstadt Arhuay. Es ist Tag 7 unserer Reise. Und ja, heute brechen wir auf und fahren Richtung Nach Tirking Taga Nor. Das ist der Tirking Weißer See. Auf Deutsch. Okay. Ja, und die Stadt Arhuay ist auch recht interessant. Nicht wahr, Peter? Ja, insbesondere die stalinistische Architektur in Reinform war sehr beeindruckend. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite etwas ernüchternd, aber es ist eine Reise in die Vergangenheit. Und unser Hotel war, denke ich, noch so ein bisschen postsowjetisch in der Übergangszeit. Hatten eine, würde ich sagen, etwas bewegte Nacht. Und anscheinend feiern die Mongolen sehr gerne. Das stimmt. Das hat den Schlaf etwas getrübt, aber ansonsten sind wir, glaube ich, fit für die nächsten 300, 500 Kilometer, habe ich gehört. Ja. Und freue mich drauf. Gut. Dann auf geht's. Mal gucken, ob wir heute wieder eine Notlandung hinlegen müssen. Ich hoffe Tja, nicht. bin auch gespannt, ne? Aber ich hoffe nicht. Heute kommt das linke Kugellager dran. 저건 대구니까 좌우에는 대구니까 덜 없어. Haben wir gefragt, wie die Straße ist? Genau, gefragt, ob der matschig ist das fahrbar und so. Ich habe gesagt, mach so. Faszinierend, oder, Peter? Absolut. Ich träume mich gerade in die Vergangenheit der Skythen, viele tausende Jahre zurück.
Wir sind auf der Stätte von mongolischer Gräber am Fuße des Schunghlai-Berges in der Nähe von Khujirt. Diese Stätte umfasst ca. 100 kreisförmige Gräber, die auf späte Bronzezeit und frühe Eisenzeit zurückgehen. Wenn ich diese Steine ansehe, dann träume ich mich wie Peter viele tausende Jahre zurück und stelle mir vor, wie an einem Tag wie diesem ein toter Krieger mit seinen Waffen und in voller Montur hier in eine Grube gelegt und verscharrt wird. Rings um das Grab herum werden Steine aufgestellt. Die Trauerprozession steht noch eine Weile da und kehrt dann zurück. Plötzlich fliegt die Zeit wie im Zeitraffer. Die Epochen verstreichen in Sekunden. Die Armeen von Genghis Khan und anderen ziehen an dem Kriegergrab vorbei. Nomaden, Krieger, Archäologen und Grabräuber kommen und gehen. Und dann drücke ich auf die Pause des Zeitraffers und sehe mich hier stehen. Diese und 3 andere steinernen Schildkröten sollen in alten Zeiten die Grenzen der Stadt Karakorum markiert haben. Die Schildkröte symbolisiert in der mongolischen Mythologie die Ewigkeit und ein langes Leben. Aber nichts hält ewig. Die im 13. Jahrhundert gegründete Stadt Karakorum hatte nur 140 Jahre Bestand. Die steinernen Schildkröten konnten die Stadt Karakorum von der Zerstörung durch die Chinesen der Ming-Dynastie nicht bewahren. Die Chinesen wollten sich für die mongolische Unterdrückung rächen. Heute stehen in dieser Gegend nur 2 Schildkröten, diese hier auf dem Hügel und die andere unten im Tal hinter dem Kloster Erdenesuu. Die andere Schildkröte habe ich zusammen mit Mogi bereits in meiner ersten Mongolei-Rundreise in 2015 gesehen. Sorry, Mogi. Ich muss hier aufgrund der schlechten Tonqualität deine Erklärungen übernehmen. Leider gibt das Kameramikrofon nicht viel her, vor allem wenn es schon ein bisschen windig ist. Peter will wissen, was die blauen Stoffbänder auf dem Ovo bedeuten. Diese Bänder heißen Hadag und dienen als Mittel der Respekterweisung. Die blauen Hadag symbolisieren den Himmel und werden auf einem Ovo als ein Zeichen des Respekts für den Himmel platziert. Schamanismus verehrt den Himmel. Neben den blauen gibt es noch weiße, gelbe, rote und grüne Hadag. Weiß als Farbe der Milch für das reine Herz und die Seele, gelb als Symbol des Wissens und der Religion, rot als Feuer und grün als Mutter Erde für die religiösen Rituale. Mogi erzählt jetzt über das Kloster Erdenesuu, das unten im Tal liegt. Erdenesuu wurde im späten 16. Jahrhundert errichtet. Als Baumaterial verwendete man die Steine der Ruinen von Karakorum.
Das Kloster wird von 108 Stupas umgeben. 108 ist eine heilige Zahl in der buddhistischen Kosmologie. In jeder Stupa sollen Reliquien sein, darunter auch die mumifizierten Überreste großer Lamas. Der Tag ist reich an historisch-kulturellen Stätten. Hier ist noch eine nicht minder interessante Sehenswürdigkeit: der steinerne Penis. Die Legende besagt, dass der Abt des Klosters Erdenezu den steinernen Penis. aufstellen ließ, um zu verhindern, dass die Mönche sich an die Frauen der umliegenden Gegenden heranmachen. Der steinerne Penis. wurde dabei auf eine Stelle platziert, die dem weiblichen Unterleib ähnelte. Ich glaube, dass der steinerne Penis. auf die Mönche genau den ungewünschten Effekt haben würde. Ja. Später wurde der steinerne Phallus als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt, bis in die heutige Zeit. Wunderschön. Echt schön. Idyllisch. Fast idyllisch, ne? Im Schwarzwald. So viel los hier. So. Ja, guck mal da, die Mittagessen. Mittagessen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Beef in beer, look at that. Alex, was ist du? Zuiwan. Was ist du? Handgeschnittene Nudeln mit Rindfleisch und Gemüse. Die Mongolen nennen das Tüm. Die meisten Männer essen die in der Mongolei. Handgeschnittene Nudeln mit Gemüsegericht. Tüm heißt das. Handgeschnittene Nudeln. Duro. Dauert noch ein bisschen. Oh, es ist so. Oh Gott. Jetzt haben wir aber ein wichtiges Mahlzeit. Wir können wahrscheinlich nicht alles essen können, oder? Erzähl mal, was also das wieder Rindfleisch? Das handgeschnittene.
Heute ab in die Wüste. ab in die Weiße See. Zum Weißen See. Zum Weißen See. Das ist unser Ziel. Das sind jetzt noch gut 2 Stunden, oder? Ja, denke schon. 160 Kilometer. Oder ein bisschen mehr vielleicht. Die Tüte. Ja. Okay. Ja, das ist ja richtig cool hier. Richtig gut. Ich meine, das ist noch tiefer als diese Orchung. Viel tiefer, ja? Du hast auch Angst. Das sind schon, natürlich. Gebe ich auch gerne zu. Boah, es ist tief hier. Wenn du so siehst, eigentlich, Alex, das sollte, wenn du Ebene betrachtest, das sollte da weniger und da ein bisschen höher aus, ja? Tiefer. Ja, genau, ich meine. Aber guck mal, das Wasser, ja? Diese Richtung, das sieht ein bisschen höher aus eigentlich, von meinen Augen. Und dahin wird ein bisschen tiefer aus. Also warum die fließen da andersrum? Ja? Optische Täuschung. Optische Täuschung. Ja? Habt ihr noch einen Adler für mich zum Aufnehmen? Das ist alle Lavasteine. Alle. Mogi, mach mir den Adler. Stürze dich in die Kluft, ins Canyon. Da oben gibt es noch einen Baum, sehr begeht. Ein Baum? Ja. Sehr viele blaue Schale drauf und so. Hadag, oder? Ja. Was ist denn ein Hadak? Peter will wissen, was die blauen Stoffbänder auf dem Ovo bedeuten. Diese Bänder heißen Hadag, 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 Hadag. Vaterbaum, ja. Wie nennt ihr das? Vaterbaum. Vaterbaum. Einmal war es sehr schöner Baum, sehr viele Äste und ist einmal mit Donner getroffen. Durch den Blitzeinschlag. Blitzeinschlag und gestorben. Einfach so. Ja. Oh ja, man sieht es. Das hat sehr große Bedeutung für den Schamanismus. Ja. Für den Schamanismus. Genau, Schamanen beginnen diese Baum, die Mongolen auch. Vaterbaum nennen wir. Und danach haben die einen neuen Baum begehrt, da hinten. Das ist neu, aber noch Wie wird nicht, so ein Baum identifiziert? noch nicht gestorben. Das muss eine Schamane identifizieren. Ah, der fühlt das, ja. Genau, ja. Der kann identifizieren. Da wohnen also dann Geister drin. Genau, dass irgendwie Geister oder irgendwie Gott oder nicht Gott, weiß nicht, irgendwas da drin steckt. Und muss sehr großen Respekt zeigen. Das ist dann die neue. Später haben die das begehrt. Okay. So ist er jetzt eigentlich. Sehr alter Baum. Beide sind sehr alt. Wir können die Eltern noch nicht schätzen, aber ich denke, keine Ahnung, 400.
400 oder 500. Okay. Ja, Das hat jetzt an der Kamera nicht so gut. Interessant. guck mal, die Leute haben gebrannt, ja. Dass denn der Blitz auch noch in den heiligen Baum eingeschlagen ist, Genau, hat ja. den Baum noch heiliger gemacht. Ja. Echt ein Zufall. Willst du uns sagen, dass das der einzige Vaterbaum der Mongolei ist oder gibt es noch Es andere? gibt noch andere. Okay. Es gibt noch Motorbaum, ja. Es gibt noch Mogibaum. Aber es gibt mehrere Vaterbäume. Ja, nicht so viel, aber was ich kenne, zwei kenne ich. In dieser Umgebung eigentlich haben die Wissenschaftler gezählt, so insgesamt etwa über 30 Vulkane gezählt, ja. Über 30 Ja. Vulkane. Ja. Wow. Zum Beispiel die vorne, das ist ein Vulkan, Ein erloschener ein Vulkan. erloschener Vulkan. Und während die Zeiten haben die ein bisschen geändert, ja. Und kann man nicht so gut auskennen, dass das ein Vulkan ist. Aber nur Wissenschaftler können das beweisen. 33 Vulkane insgesamt. 33. Gezählt, ja. In dieser Gegend In diesem Gegend, ja. 100 Quadratkilometer. Ja, 300 Kilometer Quadratmeter. Hat überall Vulkane und Boden waren überall Lavasteine gehabt. Lava geflossen. Eine bekannte heißt das Kork. Wir werden jetzt dahin, ja. Ein Tiger und ein Schaf kämpfen einander. Oh, Schule. Nicht durch. Ah. Halt noch tschüss, ja. Halt noch. Halt gut, nein, nicht. Hier, Junge. Hier Auto. Da. Hidde Шидүүн дээ. Хоёр үт. Гозроо маа. Jetzt verdienen sie Geld, oder? Тэг юу ахгүй юу? Хоёр нас бол бид нар энэ ч одоо хоёр цааш хоёр ч юм хоёр тань. Чи Болж байна. Аа. Dort los. Bitte? Gold, Rot, rot. Бид тэгэл даас нэрсгээс юу яах юм. Таахгүй мэдэх даас. Зомби каплера. Teuer war das jetzt? 3000 Professor. Ist das jetzt ein Nationalpark oder was ist das? Das war nicht. Letztes Jahr war kein Eintritt gehabt. Dieses Jahr schon. Warum? Weiß nicht. Das ist eigentlich kein Nationalpark.
erstmal auf einen Vulkan und dann geht es wahrscheinlich zum Judencamp. Danke. Ja, sehr schön. Was soll ich denn sagen? Ich bin überwältigt über Gottes Reichtum der Natur. Ein Wurm gleich fühle ich mich in diesem Wunder, das ich euch kundtun möchte. Mini, Nirik, Peter, Gittig. Mini, Nigiri, Peter, Nigiri. vollständig falsch. Sehr Mini, Niri, Peter, Gedik. Mini, Nirik, Nirik, Nirik. Peter, Gedik. Gedik. Peter, Gittig. Gedik. Gedik. Was soll dieses Gedik bedeuten? Das bedeutet ja, heißt, mein Name heißt. Das, wie im Mini, Japanischen. Nirik Das. heißt es mein Name, ja. Und Gittig heißt das, Ah, heißt. okay. Mini, Nirik, Mini, Nirik, Alexei Gedik. Peter. Okay. Mini, Nirik, so und so Gedik. Ja. Gedik. Gedik, Gedik, Gedik. Gedik, Gedik, Gedik. Ich muss mir tatsächlich als alternder Mann die Worte mehrmals wiederholen und dann am nächsten Morgen sofort wieder abrufen. Zum nächsten Satz, Mogi. Ja. Wie heißt du denn Wie heißt du denn? auf Mongolisch? Auf Mongolisch. Oder wie heißt du? Chamek, Hing, Gittig, We. Oh je, oh je. Oh je, Cham. Chamen, Chamek, Chamek, Hing, Hing, Gittig, Gedik, We. We. Chamen, Schon wieder vergessen. Gedik, We. Chamek, Chamek, Hing, Hin, Hing, Gittig, Gedik, We. We. Chamen, Hik, Gedik, We. Chame, Hik, Gedik, We. Chamek, Hing, Chamek, Hin. Chamek, Hin. Gittig, Chamek, Gedik. Hin, Gedik, We. Chamen, Hi, Chamen, Hin, Hing. Gedik, We. We. Chamen, Hin, Gedik, We. Ja, ungefähr so, ja. Chamen, Hik, Kann man verstehen, ja. Chamek, Hing, Gittig, We. Chamen, Hin, Gedik, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich, was für eine schwierige Sprache. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Ich kann vom Gesprochenen nicht sofort die Worte memorisieren. Ich muss die erst geschrieben sehen und dann vielleicht zweimal schreiben. Ja, und dann ist die Chance größer, sich diese schwierigen Worte zu merken. Das geht sonst links rein und rechts raus. Also, Herr Professor, welche Note gibt es denn jetzt für uns? Erst Oh ja, Aussprache ungefähr so. und dann Memorisierung. Also, Drei reicht, oder? kannst du auch 3 Minus oder 3 Plus vergeben. Du bist aber nett, sehr nett zu uns. Okay, und die Zahlen zum Beispiel jetzt? Zahlen hat er schon etwas gelernt. Also, Neck wäre die 1. Richtig. Und dann gibt es die 2, die ein bisschen schwierig auszusprechen wird. Heuer,
Heuer. Heuer. Ja. Nek, heuer. Ja. Dann war noch Garef, es bedeutet 4. Gorov. Goro. Orov. Orov. Ja. Gorov. Orov. Orov. Ja. Orov. 4. Und 3. 3 ist Gorov. Goro. Ja. Goro. Orov. Und 4. Oref. Duru. Jetzt bin ich desillusioniert. Prost bitte. Ja. Na, so. Takek. Nein. Anfang. Mal Prost. Tochtoi, Tochtoi. oder? Tochtoi. 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 Ja. Tochtoi. Tochtoi. Vielleicht sollte ich es einfach für heute bei Tochtoi bewenden lassen. Und vielleicht noch ein Satz Tochtoi auf die Gesundheit. Mhm. Wie würde man das sagen? Ирүүл инхийн төлөө. Oh, Irul, Инхийн Ichin, төлөө. Tullo. Ja. Ja. Ich glaube, da wird man noch einige Stunden sich dran setzen müssen. Jedenfalls werden wir in den nächsten 5 Tagen unserer verbleibenden Reisezeit kein muttersprachliches Niveau mehr erreichen können. Ich glaube das auch nicht. In diesem Sinne, Tochtoi. Sag mal. Alishu. Arisho. Ich kann noch was anderes sagen. Ja. Arul. 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 Fast. Ja. Arishon. Arul. Oh, ich mag diese Lagerfeuer. Naja, auf jeden Fall der Ziegenquark. Arul. 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 Wird mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben. 만난 호르숨 엄마한테 놓다가 욕마호 마술에 겉도서 우칠 잠마라 하르다 한나씩 위에고 둥올링 바라네 핵상 엄마가 나한테 놓다가 욕마호 밀틱 사랑개를 뜻에 실점매가 하르다 한나씩 위에고 마술에 겉도서서 우칠 참매가